Mexiko. Kaum ein anderes Land wurde uns so oft empfohlen und zugleich so oft vor ihm gewarnt. Wie schön oder gefährlich ist Mexiko wirklich? 3 Monate lang fahren wir einmal quer durch Mexiko, durch Landschaften, die nicht von dieser Welt sind und begegnen unglaublich herzlichen Menschen, aber auch Betrügern und sogar Mitgliedern der berüchtigten Kartelle. Mexiko hat einfach alles, was ein Abenteuer ausmacht. Leute, es wird ernst. Wir sind an der Grenze angekommen. Ich bin echt ein bisschen nervös, ne? Wir wurden von so vielen Menschen gewarnt hier, dass wir aufpassen sollen. Und ich glaube, man weiß auch, dass die Grenze zwischen USA und Mexiko nicht die sicherste ist. Wir schicken jetzt noch fix unsere Videos auf unsere Festplatte nach Hause, nach Deutschland. Eigentlich ist es mir sogar scheißegal, ob ich ausgeraubt werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, wir werden verletzt. Also Geld sollen sie halt abzischen mit unseren 1000 Euro, die wir dabei haben. Aber Erinnerung und Gesundheit, die 2 Sachen können wir nicht wiederherstellen. Aber wir sind ja nicht die ersten Touristen, die durch Mexiko fahren. Das wird schon schief gehen. Vielleicht machen wir uns einfach zu viele Gedanken. Aber das sind eben unsere ehrlichen Einblicke, die uns beschäftigen. Wir sind jetzt hier in der Stadt, in der ersten Stadt Tijuana. Mal gucken, was hier so abgeht. Der Typ, der unser Gepäck kontrollieren hätte sollen, der hat kein Wort Englisch gesprochen und hat versucht, unsere Taschen aufzumachen, aber hat es nicht hinbekommen und hat einfach gesagt, ja, geht einfach. So geil. Die ersten 2 Sachen, die wir hier jetzt in Tijuana machen werden, ist einmal eine SIM-Karte kaufen und Geld wechseln. Also die 2 ersten wichtigen Sachen, die wir... Nee. Das Wichtigste ist, wir brauchen Taco, aber ganz schnell. Ich habe mir jetzt monatelang den Taco-Hunger aufgespart. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben einen Taco gegessen. Taco! Schau mal. Wo ist das? Ah, hier, Beans. Hier. Thank you. Schau euch das an. Richtig gut aus. Boah. Schmeckt's? Jetzt ohne Scheiß. Boah. Das Fleisch ist sowas von zart. Endlich wieder bezahlbares Essen. Erstmal geht es so schnell wie möglich aus der Stadt raus. Hier zu zelten wäre vermutlich keine gute Idee. Aber auch weil die Luft so rauchig und stickig ist, halten wir uns nicht lange auf und fahren auf direktem Weg zur Pazifikküste. Ungelogen, ne? Der Smog hier ist so stark wie in Indien. Keine Ahnung, woher das kommt hier, weil die Städte sind nicht ganz so groß. Aber es riecht nach Feuer. Also, ob die hier mit Holz feuern oder sowas? Keine Ahnung. Im Winter liegt hier oft die wärmere Luft über der kälteren und dadurch kann die Luft nicht zirkulieren. Im Hintergrund sieht man, wie die dicke Smogglocke, umzingelt von den Bergen, über der Stadt festhängt. Wir folgen erstmal der Küstenstraße, auf der Suche nach unserem ersten Schlafplatz in Mexiko. Wir waren gerade einkaufen hier und es kommen echt immer Leute zu uns, ne? Guckt auf die Räder, lasst sie nicht aus dem Blickwinkel. Es ist echt heftig, wie viele das hier sagen, ne? Und wir schauen gerade nach einem Schlafplatz fürs Zelten, heute das erste Mal Zelten heute Abend. Das erste, was da steht, diese Woche gab es 10 bewaffnete Überfälle. Was zur Hölle? 10 bewaffnete Überfälle. Gute Nacht, sage ich bloß. Ja. Es ist wirklich nicht überall in Mexiko so, ne? Auf der Baja California, wo wir uns gerade befinden, auf dieser Halbinsel, da soll es eigentlich sehr sicher sein. Jetzt vielleicht im Norden nicht ganz so, aber dann weiter unten auf jeden Fall sehr sicher. Wenn wir dann die Fähre nehmen von Baja California rüber ans Festland, dann nehmen wir das erste Mal auf unserer Reise aus Sicherheitsgründen einen Bus. Eine heftige Story dazu kommt noch. Ey, wir stehen vom Restaurant, wir haben keinen Plan, was wir bestellen, ne? Was ist das jetzt? Tamales oder so. Aber das sind Bananenblätter, oder was? Bananen oder, ja, oder Quatsch, Maisblätter, Mais oder? oder Bananenblätter. Was denn? Weißt du, wie scharf das ist? Echt? Oh Gott, das kann ich nie essen, wenn es so scharf ist. Nein, ich probiere das sicher nicht. Für einen sicheren Schlafplatz fahren wir noch so weit ins Landesinnere, wie es geht. Die Informationen, die wir von manchen Leuten erzählt bekommen, klingen zwar erstmal ziemlich gefährlich, aber bisher hat man uns in jedem Land viele Übertreibungen erzählt und oft bekommen die Menschen auch nur die negativen Schlagzeilen über die Medien mit, was natürlich zusätzliche Angst schürt. Wir haben uns gut über dieses Gebiet informiert und finden einen Zeltplatz in den Bergen. Fürs Erste weit weg vom nächsten Dorf, wir wollen ja trotzdem nichts provozieren. Jedenfalls machen diese ersten Eindrücke Lust auf mehr. Die Nacht war so richtig kalt und wir haben Kojoten gehört ohne Ende.
Machen wir mal einen Flaschentest. Hier ist gerade kein gefrorenes Wasser. Einmal so, zack, gefroren. Das ist ja krass. Jetzt ist alles gefroren. Schau, es geht nichts mehr runter. Ich kann das nicht glauben. Das ist ein Zirkustrick. Zirkustrick. Alter, wie krass. Oder? Das ist komplett krank. Geht's mit der auch, mit der Kleinen? Ja? Nee, ich glaube nicht. Doch, hier, schau. Jetzt auch gefroren. Und zack. Krass, ey. Das verstehe ich nicht. Das macht mich ganz kirre. Die Stimmung passt schon mal und es geht weiter. Um mal einen Größenvergleich zu haben, wie ewig lang diese Halbinsel ist. Sie ist mit ihren 1200 Kilometer Luftlinie länger als der Stiefel von Italien. In Europa wäre ich nie auf die Idee gekommen, Italien als eine Halbinsel zu bezeichnen. Es wird also einige Zeit dauern, bis wir im Süden ankommen. Wir haben jetzt gerade so eine Wasserauffüllstation gefunden, die gibt es ab und zu mal. Weil hier gibt es echt voll wenige Orte, wir brauchen Wasser. Aber was kostet es? Keine Ahnung, halt du mal die Kamera. Solche Wasserauffüllstationen gibt es in jeder Stadt. Die Halbinsel leidet unter extremer Wasserknappheit und das ist wohl die beste Möglichkeit, dass jeder günstig an sauberes Trinkwasser kommt. Für 5 Pesos, das sind ungefähr 25 Cent. Der meinte gerade wieder hier Banditos, also irgendwelche Räuber. Ist das die? Banditen. Banditen, ja. Also wir werden so oft gewarnt, ne, von Leuten, dass wir nicht in der Nacht fahren sollen, das ist die Regel 1. Zweitens, nie die Räder außer Acht lassen. Und drittens, dass wir halt wirklich Geld irgendwo sicher verstauen und sowas. Das ist echt krass. Jeder warnt uns hier. Ich bin echt froh, dass Franzi so ein bisschen Spanisch kann, sich mit den Menschen austauschen kann. Ich verstehe überhaupt gar nichts. Und es sind echt wenige, die hier Englisch sprechen. Ich glaube, ein einziger Wortwechsel mit einem Spanier war. Vor 6 Jahren bin ich jemanden beim Biathlon, da war ich noch Biathlet, jemand auf den Ski getreten, der hat mich als El Bastardo beschimpft. Man sieht hier echt oft, dass Militärautos vorbeifahren mit bewaffneten Soldaten drauf und so, die hier patrouillieren. Aber bisher kann man wirklich sagen, die Mexikaner sind richtig nette Menschen. Die hupen alle, die lächeln uns an, die winken. Also wir fühlen uns richtig wohl, neben den paar Warnungen, die wir bekommen. Bestes Beispiel, diese 2 Frauen, die uns gerade zu sich nach Hause einladen wollen. Die 2 Frauen haben uns gerade eingeladen, dass wir bei denen auf dem Grund schlafen können. Die haben wohl ein Haus in 23 Kilometern und die meinen, der Hund passt dann auf uns auf. Ich glaube aber, dass die ein bisschen besoffen waren, weil die haben mir direkt Margaritas und Tequila angeboten. Ich war so, nee, danke. Toll, echt? Ja. Ja, ist schön hier, ne? Am Wasser, aber was machen wir jetzt? Wir sehen das Auto nicht, von denen, die uns gesagt haben, dass wir hier bei denen campen können. Also es sind so viele Häuser hier, wie sollen wir jetzt wissen, welches das Richtige ist? In vielen ländlichen Regionen Mexikos wird die Kilometerzahl der Straße oft als Adresse genutzt. Anstatt eine genaue Hausnummer zu nennen, gibt man an, bei welcher Kilometermarke das Haus steht. Deswegen können wir nur erraten, in welchen von diesen Häusern unser Gastgeber wohnt. So, this is the car. By the way, I'm Hans. Hans, I'm George. And Franziska. Francisca? Nice Hans to and meet you. Francisca. Yeah, we're originally from San Diego originally. Yeah, We've been down here. Yeah, she said from Okay, So that's maybe yeah. she's coming, I don't know. Yeah, we've been down here for like 20 years now. Yeah. Okay. Oh, it's so nice down here, so quiet. Ja. Wie cool, also wir haben ihm jetzt das Video davon gezeigt, wie das Auto aussah und der so, ja, das könnte meine Frau sein. Also er wusste nichts von der Einladung, aber ich meine, die ist immer noch unterwegs, komischerweise. Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber er meinte, kein Problem, wir können auch einfach gerne hier bleiben. So schön hier. Und hier, also er wohnt da drüben, aber das Haus hier, da ist gerade wohl keiner und er hat gesagt, wir können auf jeden Fall hier ein bisschen Windschutz suchen. Mega. Die 2 sind jetzt gerade gekommen, die uns eingeladen haben. Jetzt sage ich mal schnell Hallo. Wir sind gerade bei Patty. Sie zeigt uns gerade ein Buch mit giftigen Tieren, weil wir sollen da drüben nicht bleiben. Da drüben gibt es schwarze Witwen und die sind doch tödlich, oder? Black Widows are like deadly. And I think depending how allergic you are to. Ah, wir haben hier so ein schönes Zuhause, hey. Guckt euch das mal an. You know, I love my home. It's Am simple, Strand.
It's comfortable, it's not pretentious. I love to cook for people, I love to feed people, and I like my people to be comfortable. Thank you so much. I really appreciate that. Thank you so much. You know, this is who I am. But I came from poor people, and I prefer to be poor than to be rich. And we know from our journey, like the poor people have the biggest hearts. They're happier. Yeah, they're happier. Tequila? Okay, einmal muss ich Tequila probieren. Aber hier wollen wir heute Nacht schlafen, hier bauen wir das Zelt auf. Und der George da draußen, also ihr Ehemann, macht hier gerade das Lagerfeuer für heute Abend. Ach, richtig cool. Na du? Ja, so ein Feini, so ein Feini. Ja, da riecht gerade mein Beef. Wir haben gerade hier Trockenfleisch bekommen von denen, das machen die selber. Oh, sind die nette, ey. So, without lemon and without salt, right? No. You don't do that, no. You just Okay. do that with not so good tequila, I think. Oh, it's a big shot, And I want you to sip it. Don't throw it back. but it's too much. It's really... No, it's not. Small taste. Enjoy the evening. Let's go. I'm drunk after like... No, you won't be. Tequila does not get you drunk. No? You don't have a hangover. Okay. Oh, salud! Salud! Salud. Yes, Salud. salud. Tequila! Mexico. No, a small sip. Nicht gerade meine beste Schauspielleistung, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich Schnäpse hasse. Do the second Second one? but small. You learn to appreciate it. Junge, sind die nett hier. Total. Alter, die meinen zwar von Tequila wird man nicht Hacke, aber ich bin Hacke. Alter! Zwei. Vor allem die so hoffnungsvoll, so, es schmeckt gut, oder? Ich so, Ich find's aber nicht schlecht. Ich habe gerade noch Aber- einen Schluck genommen. hier sollen, pass auf, ne, wenn hier wirklich schwarze Witwen sind, hier Haufen bei dem Haus. Weil, guck mal, diese, ach guck, ne. Ist der gut wie einer, oder? Ist der, nee, das ist, oh, ich dachte, das ist eine Spinne da. Was haben wir mal wieder für ein Glück? Die haben uns gerade hier ein paar Geschichten erzählt über die tödlichen Tiere, die hier so rumlaufen. Also nicht nur die Spinnen, sondern auch die hier Klapperschlangen. Und die verstecken sich halt im Sand. Und da hat dies ja auch von ein paar Fällen gerade erzählt. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm so richtig. Ich hatte es echt nie auf dem Schirm. Also ich passe es auf jeden Fall ein bisschen auf, wenn ich jetzt irgendwo Zeltplatzsuche bin. Wenn die hier selbst mit dem Stock erstmal über den Sand gehen, erstmal gucken, ob irgendwie Schlangen rumliegen. Boah, jetzt kommt noch Käse und was die alles für uns gemacht hat. Also unglaublich. Wow. That's what? That's not for you, though. Where are my guests? Schau dir das mal an, ey. Das ist so verrückt. Sie will uns nur kurz eine Käseplatte bringen. Thank you so much, this is amazing. Das ist sie also, die berüchtigte mexikanische Gastfreundschaft, von der alle sprechen. Und es wird sicher nicht die letzte Einladung in diesem Land sein. Wir machen gerade wieder ein Feuerchen hier und der hat gerade hier Holz rausgeholt. Das ist ganz besonderes Holz, Ironwood Ja. nennt man das. Das würde sogar im Wasser versinken. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer das Stück Holz ist. Es geht nicht ab, Und es brennt halt richtig gut und brennt lang. richtig lange. Und man kann es nicht normal durchsägen, also es ist so richtig, es ist extrem hart. Rein damit. Wir verabschieden uns und es geht weiter. Es sind noch 2 Tage bis Weihnachten und wir haben noch keine Ahnung, wo und wie wir feiern könnten. So richtige Weihnachtsstimmung kommt in dieser Hitze jedenfalls nicht auf. Die Straße führt immer abwechselnd zum Pazifik und dann zurück zum Golf und Kalifornien. Und nur ab und zu sehen wir ein paar vereinzelte Häuser stehen. Guckt euch mal diese Brummer an. Diese Kakteen da. Das sollen die weltgrößten sein, ne? Ja. Jetzt sieht man es wirklich erst, wie groß das Teil ist, Das oder? ist riesig, Mann. Das ist echt so dick wie ein Baum. Guck dir mal den Ast an. Ich weiß nicht, ob die Information stimmt, dass die bis zu 20 Meter hoch werden. Guckt euch den mal an. Oh mein
mein Gott. Ja, pass ein bisschen auf hier mit Spinnen und Schlangen, ne? Oh, stimmt. Oh mein Gott. Ich Mit muss da erst dran gewöhnen. schwarze Witwen können ja schon im Busch irgendwo sein. Ja, und auch Schlangen. Ja, Klapperschlangen und alles. Schlangen würde ich gerne sehen, aber Spinnen können nicht verzichten. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will auch keine Schlangen sehen. Junge, so ein Otto. Das ist mal ein View von hier. Wenn man davor steht. Alter Schwede. Der ist doch... Lass mich mal so um die 2 Meter sein. Oh ja, echt Ja, Mann. vielleicht 12 Meter? Alter, ist riesig. 12 Meter vielleicht? Und während wir uns hier über die ersten großen Exemplare freuen, ahnen wir noch nicht, dass gleich ganze Landschaften von ihnen bedeckt sind. Die Vegetation auf der Baja California ist einzigartig und mitten durch die Wüstenlandschaft verläuft diese eine Straße. Schon nach dem nächsten Hügel wartet auf uns ein unglaublicher Anblick. Boah, das ist ja der Hammer! Wie schaut's hier denn aus? Wie viele Kakteen es hier gibt, das ist ja unglaublich! Das ist ein richtiger Kakteenwald hier! Boah! Oh mein Gott, hier ist einfach richtig der Kakteenwald. Und diese wunderschönen Berge im Hintergrund. Ich drehe gerade durch hier. Was ist das denn hier? Ja, verrückt, oder? Alter, das sieht aus! Man fährt da über den Hügel drüber, regt sich noch über den Gegenwind auf und dann so, oh mein Gott, Also was ist das? Dieser Kakteenwald und diese Berge im Hintergrund. Ja, das ist so schön. Ich muss jetzt mal mit der Drohne jetzt im Kaktusslalom fahren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh. Diese riesigen Kardon-Kakteen bilden erst nach 70 Jahren ihre typischen Arme und werden ungefähr 200 Jahre alt. Nach starken Regenfällen kann der Kaktus bis zu 50% seines Gewichtes durch die Aufnahme von Wasser erhöhen. Demnach kann ein 12-Tonnen-Exemplar unglaubliche 6000 Liter Wasser aufnehmen und für die nächste Dürreperiode speichern. Ich habe mir gerade fast in die Hosen gemacht, mit der Drohne durch diese Kakteen durchzufliegen. Wie schnell du durchgeflogen bist. Ja, im Sportmodus gibt es halt keinen Sensor mehr. Entweder das fliegt durch oder halt gegen so einen Kaktus. Dann kannst du die Drohne wegschmeißen. Alter, es sind solche Brocken. Ich bin so verliebt in diesen Ort hier gerade. Ich auch total. Wow. Weiter geht's. Aber wenn es eben nur Kakteen gibt, heißt das auch, dass Schatten Mangelware ist und wir jeden ausnutzen müssen. Wir haben immer mindestens 10 Liter Wasser dabei und meistens essen wir Brot mit Avocado und Thunfisch. Wenn wir kochen würden, würden wir viel zu viel Wasser verlieren und wir wissen nie genau, wann wir das nächste Mal auffüllen können. Wenn man hier in diese Landschaft so rumfährt, ne, das sieht echt aus wie ein anderer Planet, finde ich. Weil all diese Pflanzen da, diese 10 Kaktusarten, die da links neben uns wachsen oder rechts und links neben uns, ist ja alles voll. Das sieht einfach nicht aus wie unsere Erde, die ich kenne. Ja. Solche komischen Pflanzen. Verrückt. Es wird Zeit, einen Schlafplatz zu suchen. Aber wohin? Hier will doch einfach jede Pflanze unseren Isomatten an den Kragen. Wir sind auf Zeltplatzsuche. Hier irgendwo zwischen den Kakteen hauen wir uns jetzt hin. Und genau sowas meinen wir. Guckt euch das mal an. Das sind Teile. Alter. Also auf die Isomatte müssen wir halt echt ultra aufpassen hier, ne? Habt ihr schon mal Kaktusholz gesehen? Guck mal. Mega. Das ist richtig skelettiert. Sieht echt wild aus. Guck mal, hier ist ein ganzer Baum davon. Das heißt, so ein Kaktus hat das hier quasi als Holzskelett und alles andere muss ja Weichteil sein, oder? Ja, ich denke auch. Das wusste ich nicht. Das sieht echt cool aus. Wir ziehen heute hier so ein Feld hier rein in den Dreck. Wird man jetzt genau gucken können, ob in diesem Bereich irgendwo Splitter sind. Ich habe gerade einmal einen Kaktus so angefasst und weggeworfen, da war er auf dem Boden lag. Sofort, keine Ahnung, wie viel waren das? 10 Splitter am Finger. Ja, so mini kleine, weil die haben immer so große dran, aber am Fleisch selber haben sie noch so ganz mini kleine, die dann richtig nerven, wenn die So reingehen. mit dämlichen und Widerhaken, ey. Ja.
Wetten werden jetzt entgegengenommen, ob unsere Isomatten Mexiko überleben. Ja, ich schlage gerade mit dem Stein einen Hering rein. Schon wieder einer eingefangen. Alter, wenn wir eine übersehen haben, ne? Ah, die haben wieder Haken. Die gehen so scheiße raus. Boah, out. Ja, aber das Zelt steht. Wir haben heute ganz schön Wind, ne? Wir machen sogar diesmal hier da einen Hering rein, weil der Wind von da kommt. Aber ja, wenn der Sturm so stark wird wie in Kalifornien, wie im letzten Video, dann bringt alles nichts. Ich hoffe mal, dass mit dem Sonnenuntergang auch der Wind weniger wird oder ganz aufhört. Aber wir gehen lieber sicher. Bei uns gibt es als Vorspeise, noch aus Japan, die Elektrolyte. Wir verlieren den ganzen Tag so viel Salz. Zeig mal, was bei mir abgeht hier mit... Mein Shirt ist richtig steif, so salzig ist das. Und hinten sieht man es vor allem auch. Ja, brutal. Das ist echt heftig. Was gibt's, Chefköchin? Sehr gesundes Kartoffelpüree von Knorr. Ja, man hat sich schon mal gesünder ernährt. Aber auf Reisen ist immer nicht ganz einfach. Und bei Kartoffelbrei braucht man halt nur das Wasser und das isst man dann auch. Genau, Also, weil man schüttet kein Wasser weg, wie bei Nudeln machen oder so. Genau, man schüttet ja sonst Wasser weg. Das ist ja voll schade eigentlich immer. Ja. Vor allem wenn es so knapp ist. Das ist halt echt nur Pulver, ne? Aber es schmeckt so gut, ey. Warum schmeckt der Scheiß so gut? Und jeden Abend gibt es so einen geilen Sondergang bei uns. Das ist echt verrückt. Ich bin hier gerade nochmal mit den Händen alles abgegangen, um zu gucken, ob ja nichts Stacheliges durchkommt. Zeig mal. Und Alter, was? ja, der ist richtig heftig durchgekommen. Ist das ein ganzer Busch? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt Nochmal von draußen reingehen, ne? ja von außen nochmal unten. Boah, zum Glück habe ich gerade drauf bestanden, nochmal alles abzutasten. Boah, ja, unbedingt, ey. Da ist er, der Gute. Boah, Was ein Ding. das ist ja echt dafür gemacht, um Isomatten durchzustechen, ey. Boah. Okay, dann mal dreimal abtasten heute. Nochmal abtasten. Alles nochmal abtasten, wirklich. Ja. Alter, wir haben hier eine Spinne, ne? Wir haben hier eine Spinne am Außenzelt, also im Zelt. Und ich sag's so zum Scherz, das ist eine schwarze Witwe. Und jetzt haben wir da rangeleuchtet. Es sieht echt so aus, hätte die so einen Roten Bauch. roten Bauch. Jetzt läuft sie weg, jetzt läuft sie weg. Aber man kann es ja nicht so gut sehen. Ah, jetzt ist sie weg, okay. Es ist ja. Aber die hat echt die sieht von der Form so aus, wie uns im Buch gezeigt wurde. Mit diesem roten Bauch, Alter, das finde ich jetzt gar nicht lustig. Wir haben ja kein Internet, um nochmal genau nachzuschauen. Aber wollen wir irgendwie Handschuhe heute rausnehmen oder so? Ja, ich habe mir auch gerade gedacht. Ich habe echt an Handschuhe gedacht. Wenn wir das Zelt zusammenpacken und so. Hau mal Handschuhe raus. Boah, ey, das ist ja krass. Ob es tatsächlich eine war, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber bei Dingen, wovon wir keine Ahnung haben, sind wir lieber einmal mehr vorsichtig. Der letzte Tag vor Weihnachten ist genauso wie die Tage zuvor auch schon. Es gibt Kakteen, ewig lange Straßen und Berge. Das sieht zwar ziemlich cool aus, aber mit der Zeit wird auch das etwas einseitig. Es wird Zeit für einen sehr speziellen Heiligabend, den wir nie wieder vergessen werden. Feliz Navidad, liebe Freunde. Es ist Weihnachten. Und wir schlafen heute im Zelt. Also heute Abend wieder. Wir wollten eigentlich irgendwie was finden, wo wir bleiben können oder sowas, aber das ist irgendwie nicht ausgegangen. So madig, dass wir im Zelt schlafen zu Weihnachten. Das ist der letzte Plan überhaupt, den ich mir vorstellen kann für Weihnachten, aber es hat trotzdem irgendwo was. Ja. Wann werden wir im Leben wieder Weihnachten im Zelt pennen? Das wird nie wieder Am vorkommen. besten am Strand, am schönen Wasser. Das ist, was wir uns vorstellen. Mal Ja. schauen, ob wir was finden. Mal gucken, ob wir einen Strand finden. Das wäre richtig cool. Ja. Mein Kopf ist die ganze Zeit Feliz Navidad, Dauerschleife, das geht nicht Aber weg. schon seit Tagen. Seit Tagen, es ist furchtbar. Ja. Wir werden gleich aufbrechen und Internet suchen und unsere Eltern anrufen. Ja, weil wir haben ja 8 Stunden Zeitverschiebung. Heißt, bei uns jetzt am Morgen ist bei denen schon abends. Ja, und danach werden wir wieder kein Internet haben, also müssen uns ein bisschen sputen. Letztes Jahr waren wir in Indien, dieses Jahr sind wir in Mexiko. Es wird auf jeden Fall das letzte Weihnachten sein auf der Weltreise. Und uns gehen momentan echt viele Dinge durch den Kopf. Ne? Was ist nach der Reise? Wir machen uns gerade echt viele Gedanken dazu. Man sollte es vielleicht ein bisschen mehr so auf sich zukommen lassen und so, aber trotzdem auch dadurch, dass vor allem ich auch Heimweh habe und mich so nach zu Hause sehne, denke ich halt auch gerne daran, wie ich wieder zu Hause bin und wie mein Leben dann da ausschauen könnte. Ne? Ja. Aber wir haben absolut keinen Plan wegen Jobs oder
wo es hingeht. Wir überlegen gerade Südtirol oder Deutschland oder welche Berufung. Also ich bin ja Physiotherapeut, aber will ich das machen? Will ich weiterhin Videos produzieren? Momentan sage ich eher, ja, du hast eigentlich überhaupt keinen Plan, du lässt dich einfach überraschen. Finde ich irgendwo geil. Aber trotzdem, Zukunftspläne sind schon sehr ungewiss irgendwo. Ja. Also extrem ungewiss, wir wissen gar nichts eigentlich. Ich bin wirklich richtig dankbar, dass das mit YouTube so geklappt hat, dass wir dass wir unsere Reise damit finanzieren können, dass ihr uns mit dem Zuschauen geholfen habt, die ganze Zeit unseren Traum hier zu leben. Ja, ich kann dir mal so einen kurzen Einblick geben. Ich habe es mal ausgerechnet in letzter Zeit, die Reise wird ungefähr in 2,5 Jahren 50.000 € kosten. Da ist die Vorbereitung mit dabei, da ist die ganze Ausrüstung mit dabei, die am Anfang die Fahrräder anschaffen und sowas kostet ja alles Geld. Ungefähr 50.000 €. Wir verdienen ja mit YouTube jetzt nebenbei und können uns die Reise damit finanzieren. Und aktuell, Stand jetzt in Mexiko, sind wir ungefähr noch 10.000, 11.000 € im Minus. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Reise bei 0 rauskommen. Also wir machen quasi keinen Gewinn, sondern hoffentlich kommen wir bei 0 raus. Wir halt quasi ohne fette Schulden dann ins normale Leben starten. Weil ich würde mir halt schon gern irgendwie dann vielleicht mal ohne Stress irgendwie Möbel anschaffen können und vielleicht Elektronik, damit ich weiterhin Videos machen kann und so. Ist nicht selbstverständlich. Wer schafft das? Da bin ich schon irgendwo stolz drauf und dankbar. Aber es ist auch viel Arbeit. Ne? Es ist verdammt viel Arbeit. Es ist so viel Arbeit, ja, es hat ist uns verdammt so viel viel Arbeit. Nerven gekostet. Auch Energie. Ja. Aber trotzdem sind wir jetzt deswegen auch noch hier und nicht wieder zu Hause. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ganz halt Dauerschleife, ey. Feliz Navidad. Könnte ich nur ein paar Wörter Spanisch. Kann ich aber nicht. Jetzt wird die Heme angerufen. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Hier hinter uns habt ihr auch einen Weihnachtsbaum. Haben wir heute Morgen geschmückt. Hallo Franzi. Hallo! Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten! Bist schon so früh? Hallihallo. Danke. Hallo. Frohe Weihnachten. Wir sind schon zu früh dran. Aber weil wir später kein Internet mehr haben werden, haben wir gedacht, jetzt wenn wir in der Stadt sind, rufen wir an. Ich wollte dir mal kurz zeigen, wie es klingt, wenn sie mit ihren Eltern redet. Ich verstehe kein Wort. Ja, gut. Am Meer, aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Also jetzt sind wir da bei der Stadt, die geht bis zum Meer aus. Und dann werden wir an einem Strand schlafen heint. Im Zelt. Hier gibt's unsere Weihnachtstacos. Was auch sonst in Mexiko. Aber ganz ehrlich, das ist gar kein so schlechter Deal. Wenn du jetzt auch diesen Geruch in der Nase hättest, würdest du uns verstehen. Das schaut richtig gut aus. Ja. Gracias. Ach, das ist immer gigantisch. Wenn wir so ein Süppchen bekommen dazu, das ist der Fleischsud. Und das ist hier immer ganz typisch. Immer Radieschen, Limette und halt Kraut, Kräuter und Zwiebeln. Taco. Ich glaube, ich lasse mir Taco auf meine Brust tätowieren. Komm zu Papa. Immer wenn wir Städte erreichen, heißt es für uns Vorräte auffüllen. Möglichst viele haltbare Lebensmittel und eine ganze Menge Wasser. In kleineren Dörfern gibt es selten etwas zum Einkaufen, obwohl sie oder gerade weil sie so abgeschieden sind. Auf der Baja California leben nur 4,5 Millionen Menschen, obwohl sie flächenmäßig fast halb so groß ist wie Deutschland. Alle Spanier werden mich hassen, aber Mulegé, heißt es so? Okay. Also Stadt Mulegé ist ja die letzte. Es kommen 130 Kilometer gar nichts mehr. Das ist erstmal eine richtig schöne Oasenstadt. Guckt euch mal die Palmen an und sowas. Das kommt immer aus dem Nichts, die Städte. Das ist echt faszinierend. Was hier rumfliegt, ne? Riesige Seeadler, tausende Geier und Pelikäne. Wie bei uns die Spatzen und die Raben rumfliegen, sind hier solche riesigen Raubvögel. Das ist crazy. Die Mission für heute ist klar. Wir wollen zur Küste fahren, um dort irgendeinen Strand zu finden, um Heiligabend zu verbringen. Aber das hier haben wir nicht erwartet. Inseln, türkisgrünes Wasser und weiße Strände. Ey, wirklich, hinter jeder Kurve wartet der nächste Hammer. Unglaublich. Boah, ist das schön mit diesen kleinen Strandhütchen da unten. Alter Vater.
Aber ich habe immer leicht reden. Ich kann diese schönen Orte genießen, weil die sportliche Herausforderung, den ganzen Tag Fahrrad zu fahren, nicht so viel Energie zieht, wie es bei Franzi der Fall ist. Ehrlich gesagt gibt es kaum Tage, die sich auf dieser Reise wie Urlaub anfühlen. Also wer hier denkt so, die Franzi, die fährt ja schon seit 2 Jahren fast um die Welt. Die muss ja richtig fit sein. Für die ist es sicher gar kein Problem mehr, hier Fahrrad zu fahren. Ich muss echt sagen, es ist wirklich jeder Tag auf dem Fahrrad eine Herausforderung für mich. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt mit Leichtigkeit mache oder es für mich super einfach ist. Jetzt sind wir ja schon 2 Wochen fast durchgefahren und ich merke es einfach so heftig, wie ich weniger Energie habe, wie es einfach extrem anstrengend ist, wenn wir hochzufahren. Ja, wollte ich auch mal teilen, weil irgendwie glaube ich, denkt man sich, das wird einfacher. Für mich zumindest nicht so richtig. Also ich kann natürlich längere Strecken fahren und so, aber es ist schon immer eine Herausforderung. Ich wünschte, das hier wäre Schnee oder ein Vogelschiss, aber es ist einfach Salz. Alter, schau mal, wie mein Rücken aussieht, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Was ich hier an Salz verliere, ey. Wir sind jetzt hier bei einem Campingplatz, der wohl schon länger geschlossen hat. Und uns hat heute einer gesagt, wir können hier einfach hingehen und mit dem Fahrrad kommt man ja gut rein. Dann sollen wir einfach hier zelten. Hans guckt sich jetzt gerade ein bisschen um. Und es ist ja schon ein Privatgrund, deswegen wissen wir jetzt nicht, ob wir das machen sollen oder nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Hans zurückkommt und sagt, hey, super oder doch lieber nicht. Ich flippe gleich völlig aus, wirklich. Ich flippe völlig aus. Hä, warum? Lass uns in dem Bus schlafen. Was? Lass uns in dem Bus schlafen, Alter. Alla Into the Wild. Da ist eine Matratze drin, aber da wird vielleicht heute niemand sein, weil Weihnachten ist und es sieht unbewohnbar aus. Okay. Halt, lass uns in dem Bus schlafen. Wenn da jemand kommt, ey. Da hat schon mal jemand drin geschlafen, aber es ist leer. Das wäre doch alle zu Weihnachten. Ja, oh mein Gott. Der ganze Bereich, ich bin gerade in jedem Haus reingegangen, ist alles verfallen. Okay. Also ist verlassen und wir können hier eigentlich schlafen, wo wir wollen. Und ich sag euch noch, Weihnachten im Zelt. Ich sag einmal was voraus, wo wir schlafen. Ah, ist das cool! Ihr müsst verstehen, das letzte Weihnachten war voll Kacke in Indien. Und das wird so aufwerten dieses Jahr. Guckt's euch an. Guckt euch den Bus an, wie cool ist das denn? Alter, ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar. Das ist ja sowas von hammergeil. Guckt euch den Bus an. Alter. Oha. Alter, guck mal, die Couch, die können wir einfach hier hinten hinhauen. Oder vorräumen, weil ist eine Matratze schon. Mhm. Aber hier kann man auf jeden Fall pennen. Wie cool ist das denn? Wenn jemand dauerhaft pennen würde, Na, dann wären da irgendwelche Sachen noch außer was. Also ja, aber es ist auch schief und alles. Ja. Nee, ich glaube es nicht. ich schlafe im Bus! Deine Freude, ich lieb's. Ja, müssen wir ein bisschen aufräumen jetzt hier. Also ich finde es völlig verständlich. Heiligabend in dem Bus, das ist so eine geile Story, das toppt jedes Weihnachten auf jedes... Das wird auf jeden Fall für immer in Erinnerung bleiben. Ja, das ist doch eine Story, Alter. Hallo. Herrlich. Was für ein Zufall. Ausgerechnet zu Weihnachten finden wir diesen coolen Schlafplatz. Wie wir schon sagten, solche Stories werden uns immer in Erinnerung bleiben. Und vielleicht auch, weil sich unsere Weltreise so langsam dem Ende neigt, wollen wir nochmal jedes Abenteuer zu zweit auskosten. Jetzt räumen wir die Bude mal auf. Es sind auch schon wieder ein paar Tage ohne Dusche. Oh, da tut es gut. Mal wieder Wasser auf der Haut haben. Frohe Weihnachten. Aber heute geht eine Spezies mehr im Wasser, Weißwal. Der Streifenwal, der gemeine Streifenwal. Es wird Zeit, den Schlafplatz ein bisschen sauberer und gemütlicher zu machen. Beziehungsweise so herzurichten, dass man auch Lust hat, darin zu schlafen. Und zur Feier des Tages haben wir uns mal mehr Gemüse gegönnt als sonst. Meistens sind wir am Abend aber zu faul, um aufwendig zu kochen.
Das ist echt ein bisschen viel. Ist das nicht ein Bild gerade? Mit dem Bus, wir hier am Weihnachtsbraten naschen? Das Feuer knistert, die Wellen rauschen, es ist poetisch. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Frohe Weihnachten. Draußen haben wir jetzt noch das Lagerfeuer. Wir machen jetzt aber hier mal unser Bettchen zurecht. So lustig, hier hat schon ein Vogel drin genistet. Und ich bin ja froh, dass das Auto auf rückwärts steht. Gute Neuigkeiten, das Auto ist auf R geparkt. Das ist gut. Dann kann nichts mehr passieren. Nee. Ich dachte schon, es rollt ins Wasser. Will ich morgen mal hier hinsetzen, Alter. Mal ein bisschen lenken. Hier, schau mal, was da für ein Strumpf auf dem Dings liegt. Ein was? Der Strumpf. Der Strumpf? Nee. Okay. Also ich finde es ja echt gruseliger, hier drin zu schlafen, als draußen in der Natur. Ach, das geht schon. Ich weiß nicht, so Lost Places, schon mal cool reingucken, aber drin schlafen, ey. Ja. Aber ist schon mal, das hat Platz schon mal, das ist schon mal cool. Die Länge ist schon mal da. Die Länge ist schon mal da, okay. Hier sind auch keine Spinnennetze zu sehen. Sag mal, wirklich, es interessiert mich sehr. Wer würde hier im Bus schlafen und wer würde lieber da draußen schlafen? Normalerweise gucke ich immer Kevin allein zu Weihnachten. Das ist so meine Tradition. Aber den Film gab es irgendwie nicht auf Netflix. Nee. Jetzt schauen wir irgendwie einen komischen Film, der hat ganz komisch angefangen. Ich will gerade den Namen nicht sagen, weil mir vielleicht peinlich wird, den hier anzusprechen. Aber es ist ein Weihnachtsfilm und wir haben gesagt, wir müssen einen Weihnachtsfilm gucken. Ja. Deswegen. Ja. Aber danach gehen wir in den Bus pennen. In den Gruselbus. In den Grusel. Und, wie schaut's aus? Sieht doch gemütlich aus. Ja, ein bisschen gruselig. Echt, immer noch? Ein bisschen. Gute Nacht. Good morning. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Echt gut. Ja? Also ich fand's richtig, richtig geil da drin. Ich bin gestern ein bisschen ausgeflippt, gebe ich zu. Vor Begeisterung. Weil es ist wirklich, hier ist kein Mensch, ne? Nee. Wir haben unsere Ruhe, können unser Lagerfeuerchen hier machen. So genial. Jetzt brettern wir noch ein paar Tage bis La Paz, die Hauptstadt dieser Halbinsel hier. Und dann feiern wir Silvester. Ein paar 100 Kilometer später erreichen wir unsere letzte Station auf der Baja California. Wir bleiben ein paar Tage in La Paz, ruhen uns aus und tauchen mit Walhaien. Diese Haie sind die größten Fische der Welt und kommen jedes Jahr im Winter in diese warme Bucht, um sich mit Plankton vollzufressen. Wie klein man sich fühlt, wenn man diese Riesen vor sich sieht. Das sind einfach mal 3 riesen Walhaie hinter mir. Krass, ey. Nach der Silvesternacht recherchieren wir wirklich intensiv, wie wir weiterhin durch Mexiko fahren können. Denn unsere geplante Route geht mitten durchs Goldene Dreieck, einem berüchtigten Kartellgebiet. Wir fragen viel herum, ob das eine gute Idee ist und bekommen sehr unterschiedliche Meinungen und extreme Geschichten zu hören. Und dann kamen die Typen raus mit den Knarren und dann gleich haben sie mir die Hände auf den Rücken gebunden. Dann haben die ihren Boss angerufen, den Drogenboss, und haben ihm erzählt, wir haben hier so einen deutschen Fahrradfahrer gekidnappt. Dann haben die zu mir gesagt, ausziehen und in den Sand setzen. Ich dachte, jetzt erschießen die mich. Ich dachte, das war's jetzt hier. Das ist wirklich die Hinrichtungsstätte, ne? Noch nie ist uns eine Entscheidung so schwer gefallen wie diese. Aber die überfallen wohl nur Trucks. Die haben nichts davon, euer Fahrrad zu klauen. Die wollen Trucks überfallen. Sollen wir jetzt echt ein Kartellgebiet betreten? Aber wie wir uns entschieden haben, seht ihr im nächsten Video.